Hallo und guten Abend zusammen. Lang nichts voneinander gehört, oder? Ja, das letzte Video liegt schon einige Zeit zurück, um nicht zu sagen eine kleine Ewigkeit. Und ganz ehrlich, auch heute gibt's kein großes Spektakel, keine schnellen Schnitte und auch kein neckisches Geplänkel zwischen Melinda und mir. So, das frage ich nicht, das ist your job. Kommt alles wieder, versprochen, aber diesmal und heute noch nicht. Stattdessen gibt es heute ein kleines Update, ein ehrliches, zu meinem Kanal und damit auch ein bisschen zu mir. Denn als treue Zuschauer meines kleinen Boutique-Channels rund um Börse, Beach und Bademantel will ich euch natürlich auf dem Laufenden halten, was denn bei mir los ist. In diesem Sinne herzlich willkommen hier aus meinem kleinen neuen Wohnzimmerstudio im Münchner Glockenbachviertel. Hallo zu Ulf Unplugged. Schön, dass ihr dabei seid. Da bin ich wieder. Kein Deepfake, kein KI-Double, einfach nur Ulf. Und ja, um gleich zur Sache zu kommen. Es war still geworden hier bei mir, auf diesem Kanal. Länger als geplant. Denn Privates und Familie hatten Vorrang. Das braucht einfach Zeit und manchmal auch recht viel Fokus. Damit kein falscher Eindruck entsteht, Melinda geht's gut, die Kids sind ebenfalls wohlauf. Aber manchmal gibt es halt Themen, die einfach wichtiger sind als Uploadpläne oder Watchtime. Deshalb hatten wir einiges im Hintergrund zu sortieren. Ganz analog, wie das so im echten Leben halt ist. Was ihr hier seht, oder vielleicht auch besser, was ihr nicht seht, ist mein neues Wohnzimmerstudio. Bewusst schlicht, warmes Licht, kein technischer Overkill. Es ist, sagen wir, meine kleine Zen-Oase. Und das Beste daran ist, ich kann jetzt aufnehmen, ohne jedes Mal das halbe Wohnzimmer zu zerlegen. Kamera an, Ton sitzt und theoretisch könnte ich in 3 Minuten auf Record drücken. Also theoretisch. Praktisch dauert es natürlich trotzdem länger, weil die Perfektion und ich immer noch eine Art toxische Beziehung führen. Aber genau das war ja der Punkt. Ich wollte nicht nur Technik optimieren, sondern vor allem mein Mindset resetten. Ganz ehrlich, ich habe so viele Ideen im Kopf, aber anstatt sie einfach umzusetzen, zerpflücke ich sie gedanklich so lange, bis ich sie selbst nicht mehr mag. Das ist gelinde gesagt der direkte Weg in den Wahnsinn. Und das gilt ganz besonders, wenn man, wie ich, ab und zu mit Depressionen zu kämpfen hat. YouTube ist da ganz gewiss nicht immer der freundlichste Spielplatz. Darum jetzt mein neues Motto: einfach mal machen, nicht immer perfekt, aber echt. Und falls mal was nicht sitzt, hey, ein bisschen Nachsicht tut uns allen gewiss ganz gut, oder? Ja, und was ist nun mit dem Rest deines Sommer-Roadtrips? Da gab es ja noch einige Videos, die ausstehen. Richtig, da war doch was mit Sonne, Sand und Superchargern. Mein Roadtrip im Sommer durch Spanien und Portugal. Einer der schönsten Trips seit langem und gleichzeitig der chaotischste. Das haben sehr viele von euch verfolgt. Anhand meiner Nutzer- und Abonnentenzahlen konnte ich das sehr genau nachvollziehen. Dafür nochmal vielen Dank an dieser Stelle. Das letzte veröffentlichte Video endete in Lissabon, wo Melinda und die Kids zu mir schließen. Kurz danach kam es dort in Lissabon zu diesem tragischen Unfall mit der historischen Kabelbahn. Und das machte tatsächlich damals weltweit Schlagzeilen. Ein schreckliches Ereignis. Wir waren kurz vorher ebenfalls dort und sind ebenfalls mit der Bahn gefahren. Aber umso mehr war klar, ein fröhliches Familienvlog, das geht nicht. Also habe ich die Serie angehalten und erstmal nichts veröffentlicht. Einfach weil es sich nicht richtig angefühlt hat und auch nicht richtig gewesen wäre. Also hast du dich zurück in München wieder deiner alten Leidenschaft gewidmet. Carcamping im Tesla, oder? Zurück in München wartete dann aber gleich die nächste Geschichte. Mein Car-Camping-Set für den Tesla. Bestellt in Neuseeland. Naja, weil es sowas halt nicht direkt um die Ecke gibt. Als das Paket endlich hier war, habe ich es direkt mitgenommen. Zu meinem Lieblingsfestival nach Kroatien. Das war übrigens wieder so ein Moment nach dem Motto: entweder wird's genial oder ich bereue es jede Sekunde. Aber es war spannend. Ich habe geschlafen, geflucht, gelacht. Manchmal alles gleichzeitig. Hier nochmal ein kleiner Ausschnitt. Wie kommt man also nun tatsächlich da rein? Ich habe lange überlegt, ob ich euch diesen Anblick antun soll. Sei es drum, ich mache es einfach. Und da stapft der alte Mann in Richtung Heck. Ein kleiner Hocker, ein tiefer Atemzug und schon turnt er wie ein Maikäfer in die Koje. Klappe zu, Camp Mode aktiv. Klappe wieder auf, rausgekugelt. Na bitte, geht doch. Seit jedem Trip war ich mehrfach unterwegs, hab's ausprobiert, im Detail verbessert und mein Setup immer wieder ein wenig umgebaut. Und sagen wir es so, der Hersteller auf der anderen Seite der Welt in Neuseeland ist mittlerweile ein guter Bekannter, mit dem ich mich gern austausche, obwohl oder vielleicht auch weil noch nicht alles so perfekt gepasst hat. Also, da kommt gewiss noch etwas. Versprochen. Vielleicht solltest du auch noch etwas zum Thema Gesundheit machen?
Parallel dazu habe ich auch gemerkt, meine ständige Müdigkeit, die mich immer wieder heimsucht, hat wohl einen Namen. Jüngster Verdacht bzw. Diagnose: Schlafapnoe. Tja, klingt harmlos, ist es so, naja, halbwegs. Kurz gesagt, man schläft, aber der Körper macht zwischendurch einfach Pause. Nennen wir es daher eher suboptimal. Diese Diagnose würde allerdings so einiges erklären. Meine Gereiztheit, mein gemindertes Energielevel, meine ausufernde Schlafquote. Ich lasse das derzeit abklären und werde euch irgendwann darüber berichten. Ganz ohne Tränendrüse, einfach als Erfahrungsbericht. Denn mal ehrlich, solche Themen betreffen viele. Sie werden nur viel zu selten ehrlich angesprochen. Okay, aber was heißt das nun für diesen Kanal? Ich habe somit in den letzten Wochen viel über diesen Kanal nachgedacht. Was passt zu mir? Was ist nachhaltig machbar? Und was fühlt sich auch gut an? Die Antwort ist vergleichsweise simpel und trotzdem eine kleine Revolution. Nicht jeder Clip muss Kino sein. Ich will lieber öfter auf Sendung gehen mit echten Themen und kleinen Geschichten, statt mich in vermeintlicher Perfektion zu verheddern. Roadtrips, mentale Gesundheit, Technik-Setups und ja, auch wieder Cash Talk mit Melinda, weil Börse, Beach und Bademantel einfach zusammengehören, auch wenn das längst nicht jeder so nachvollziehen kann. Okay, und was ist nun noch mit den ausstehenden Folgen des Roadtrips? Ganz ehrlich, ich weiß es noch nicht. Vielleicht bald, vielleicht im Frühjahr, vielleicht auch gar nicht. Denn mal Hand aufs Herz, wer schaut im November freiwillig Sonne und Palmen, während draußen der Glühwein dampft? Wenn ich's weiß, erfahrt ihr es hier als erstes. Ja, vielen Dank. Aber wie geht's hier nun konkret weiter? Ganz gewiss ein ehrlicher Terrorglide Car-Kit Langzeittest. Mit allem, was funktioniert, aber auch mit allem, was noch nicht so perfekt läuft. Zudem ein Blick hinter meine Kulissen hier, wie ich mein neues Studio aufgebaut habe, vom Kabelsalat zur Zen-Zone. Dazu ein Video über Schlaf, Energie und mentale Gesundheit. Kein Coaching, sondern eher ein Blick ins wahre Leben. Und natürlich Cash Talk mit Melinda. Weniger Börsenkauderwelsch, dafür mehr Alltag und Aktien, die uns trotz allgemeiner Krise immer noch recht viel Freude bereiten. Wenn ihr also Gedanken oder Fragen habt, haut sie einfach rein in die Kommentare hier unter dem Video. Ich lese gern und gründlich mit. Nicht, um mich treiben zu lassen, sondern um zu hören, was euch bewegt. Denn auch wenn es Ulf Unplugged heißt, das Ganze lebt ja davon, dass ihr zuhört, reagiert und mitdenkt. Ach ja, und bevor ich es vergesse, technisch wären jetzt sogar Livestreams möglich. Ob das was für diesen Kanal ist? Keine Ahnung. Aber falls ihr Lust habt auf einen Night Talk mit Melinda und mir, mit ein bisschen Q&A, Roadtrip-Geplauder und Cash Talk zwischendurch, lasst's mich wissen. Wir überlegen noch. So, das war mein kleines Update für heute. Danke für eure Geduld, euer Interesse und die vielen Nachrichten zwischendurch. Hier wird es wieder regelmäßiger, einfacher in der Produktion, dafür umso mehr Output und Inhalt. In diesem Sinne, bis bald hier aus meinem Wohnzimmerstudio im Glockenbachviertel in München. Börse Beach Bademantel mit Ulf Unplugged. In diesem Sinn, ciao. Ja, und wie immer gilt, wenn ihr nichts verpassen wollt, dann hinterlasst ein Abo und setzt die Glocke. Aber das kennt ihr ja längst. Wenn ihr wollt, dann geht's gleich hier weiter.